Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um soziales Spiel. Im letzten Film habe ich Sie eingeführt in das Thema Autismus und Spielverhalten. Heute wollen wir uns einmal ansehen, wie entwickelt sich denn das gemeinsame Spiel, damit Sie einschätzen können, auf welcher Entwicklungsstufe befindet sich das Kind, das Sie begleiten, wo müssen wir es abholen und wie können wir nächste Entwicklungsschritte unterstützen. Zunächst einmal beschäftigt sich ein Kind mit sich selbst und allein. Die erste Stufe des gemeinsamen Spiels ist das sogenannte Parallelspiel. Parallelspiel bedeutet, Kinder befinden sich in räumlicher Nähe, ohne dass sie ihr Spielverhalten aufeinander abstimmen, aber sie spielen gemeinsam im gleichen Raum und auf der nächsten Entwicklungsstufe auch im gemeinsamen Raum und mit ähnlichem oder sogar mit gleichem Spielzeug. Das heißt, sie sitzen im Sandkasten beispielsweise und schaufeln Sand in einen Eimer oder backen einen Kuchen, ohne sich aber gegenseitig anzuregen. Ab und zu guckt ein Kind das andere an, freut sich, dass es da ist. Und wenn es keine Lust mehr hat, steht es auf und geht, ohne sich zu verabschieden oder aus einem gemeinsamen Spielprojekt zu verabschieden. Die nächste Entwicklungsstufe ist das sogenannte assoziative Spiel. Assoziatives Spiel bedeutet, die Kinder regen sich gegenseitig mit ihren Spielvorhaben an. Das heißt also, die beiden Kinder sitzen wieder im Sandkasten. Das eine Kind sieht, Mensch, dieses Kind hat ja ein Eimerchen und eine Schaufel und holt sich dann auch eine Schaufel und schippt genauso wie das Kind, was es beobachtet hat, Sand in den Eimer. Noch immer gibt es kein gemeinsames Ziel, noch immer gibt es keine Absprachen. Man freut sich, dass man miteinander, nebeneinander spielen kann und regt sich an in dem, was man tut. Das heißt, hier haben wir auch schon das Element Imitation. Manchmal erfolgt die sofort, manchmal erfolgt die auch verzögert, aber die Kinder inspirieren sich. Die nächste Entwicklungsstufe dann im gemeinsamen Spiel heißt kooperatives Spiel. Beim kooperativen Spiel gibt es jetzt schon Absprachen. Das bedeutet, die Kinder müssen miteinander kommunizieren, auch wenn das nicht zwangsläufig verbal erfolgen muss. Und es müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Zum Beispiel kann es bedeuten, wir haben das Ziel, gemeinsam den Eimer voll zu schippen mit Sand. Oder wir bauen gemeinsam ein ganz tiefes Loch oder eine Sandburg. Das heißt also, jeder Spielpartner hat seinen eigenen Part zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Hier lernt das Kind schon ganz viele soziale Regeln. Es lernt, auf seinen Spielpartner zu achten und muss die ganze Zeit auch kommunizieren. Das ist eine hohe soziale Anforderung. Gerade auch für Kinder im Autismus-Spektrum ist das eine ziemlich schwierige Angelegenheit, bei der wir sie oft unterstützen müssen. Die nächste Form ist das Rollenspiel. Beim Rollenspiel geht es oft auch um fiktionale, also Fantasieinhalte. Man übernimmt also zum Beispiel beim Spiel Vater, Mutter, Kind die Rolle eines Vaters und hat dann Aufgaben zu übernehmen, die jetzt mit der tatsächlichen Realität im Moment nichts zu tun haben. Man geht einkaufen oder man geht arbeiten oder man schließt die Tür ab. Das sind ja auch wichtige Sachen. Hier gibt es dann schon viele Anteile symbolischen Spiels. Das symbolische Spiel, auf das gehe ich im nächsten Film auch noch ein, heißt auch so tun als ob Spiel. Dieses Rollenspiel ist oftmals für Kinder im Autismus-Spektrum eine wirklich große Hürde. Wenn wir Spielverhalten unterstützen wollen, dann geht es immer darum, dass wir Vorhersehbarkeit schaffen müssen für das Kind im Autismus-Spektrum. Das heißt, wir müssen ihm oft vorher erklären, wie die Regeln funktionieren, nach denen sich die Spielgruppe verhält und welche Aufgabe es genau hat. Es lohnt sich manchmal auch mit dem Kind einzelne Aspekte gesondert zu üben, sodass es mit einer Kompetenz
in die Spielsituation geht und nur von den sozialen Anforderungen gefordert wird. Die sind für ein Kind im Autismus-Spektrum oft schon schwer genug. Kinder im Autismus-Spektrum können auch Formen gemeinschaftlichen Spiels lernen und das gibt ihnen nochmal ganz neue Möglichkeiten, soziale Kompetenzen zu erwerben. Natürlich sind auch hier die Schwierigkeiten, die Kinder haben, ganz individuell und sehr unterschiedlich, denn sie wissen, nichts ist unmöglich. Autismus.